Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, erstmal danke für die immer wieder positiven Antworten unter meinem Kanal. Ne? Und da hat jetzt jemand geschrieben, ich sollte ja mal einen Club aufmachen. Oder wir sollten mal einen Club machen. Leute, das ist nicht nur einfach, das ist wirklich nicht nur einfach damit getan, ein Land sich zu holen und, äh, und da einen Club draufzustellen. Das ist eine Heidenarbeit. Das ist, das ist einfach eine Heidenarbeit. Ja? Ich erkläre euch auch warum. So, ne? Also, passt auf. Ihr müsst euch erstmal ein Land suchen. Dann müsst ihr gucken, wo ein Club erlaubt ist. Ja? Dann geht ihr hier zu der, ich habe euch mal den Namen rausgenannt, hier die, ähm, ich kann ein Winte oder wie sie auch immer heißt, das ist eine Deutsche, ne? Ähm, ja, die ist eine Deutsche und, die macht das, ne? Die hat hier einen Laden in Second Life, äh, wo sie verschiedene Clubs, äh, anbietet und verkaufen tut. Ich habe mir jetzt einfach mal einen rausgesucht und eingerätzt, damit ich euch das mal zeige, ne? Ich finde ihn, das ist einer von den Neuen. Ich finde ihn einfach nur so, ja, die einen würden sagen, zu viel Bling Bling, ja, aber das ist ja Geschmackssache, ja. Es gibt ja auch verschiedene ohne Bling Bling. Wir gehen da auch noch mal gleich hin in den Laden, ne? Und diese, was ich jetzt hier hingeritzt habe, das ist komplett, ne, das ist ein komplettes Ding. Das kostet aber mal so 7.000, 8.000 Linden. Einmalig, ne? Einmalig. Jeder Club immer einmalig. So, und solltet ihr euch dann nicht gefallen, ne, habt ihr dann in dem Moment dann 8.000 Linden oder 6.000 oder was auch immer äh, ähm, umsonst ausgegeben, ne? So, hier ist der DJ-Tipp, da ist Dancer, ne? Und hier kann man dann auch, hier ist der Platz dann für Dancer, ne? Hier, so ein bisschen. Ne, könnt ihr euch dann aussuchen, welche, welchen Tanz ihr wollt, ne? So sieht das dann aus mit Party machen und dann Stimmung, ne? Und schreiben und machen und tun. Das ist die Aufgabe eines Dancer oder Host. Ne? Und so, dass sich der DJ nur darauf konzentrieren kann, an Musik auflegen. So, wo war denn das jetzt hier, das Bällchen für 'n DJ? Ich glaube, das ist hier. Nee, da kann man das hoch und runter machen. Ach ja, hier, DJ Sit, ja. Man sollte auch lesen. Wer lesen kann, ist im Vorteil, ne? So, und dann stehst du hier als DJ und machst halt Party. Ne? In meinem Fall müsste das dann nach oben, weil ich bin ja klein, ne? Ähm, und wir machen dann Party, ne? So, das ist aber damit nicht getan, ne? Äh, wenn du jetzt sagst: „Och, ich will jetzt keinen Club haben“ oder so, ne? Du kannst ja auch alles einzeln kaufen, ja? Aber für was, ja? Ähm, Wir gehen gleich da mal hin und hier ist halt, um Werbung zu machen, ne? Hier muss der Club rein, ne? Der Name vom Club sagt das Wort schon, ne? Hier muss der Ordner, also entweder würde dann der Zippo oder ich da reinkommen, ne, um dann euch zu zeigen, ich wir sind on, ne? Und hier ist der Tippscher für 'n Club, also wenn ihr mal ein bisschen Linden dann da lassen wollt oder so, ne? Ähm, Hier ist, DJ, würden wir uns dann, 'n Zettel machen, ne, für, ne, DJ wann und so weiter und so fort. Und ihr seht hier, ne, und so weiter. Das ist dann für euch zum Mitnehmen, ne? Wer ist Host, ne?
Dasselbe in Spe, wer ist Host, wer Name und so weiter und so fort, wie lange in SL. Hier ist Join Gruppe, ne? Facebook sagt selber, Landmarke sagt auch schon das Wort und hier ist dann für Denser. Für in meinen Augen ist zwar ein bisschen Denser und Host ein bisschen auf eine Art und Weise das Gleiche, werden zwar jetzt auch wieder viele sagen, das ist nicht das Gleiche, ja, mi, ja, aber ganz ehrlich, was ist denn da der Unterschied? Die Host tanzt hier an der Stange, ja, und der Dancer macht hier, ja. Man könnte die gleichen Posen eventuell, was in dem Stangending drinne ist, auch hier reinziehen in die Dings, ne? Ja, ja, so. Und mal gucken. Ja, das ist so ein automatisches System, ne? Da sind keine Dänse drinne. Also da sind schon Dänse drinne, aber die sind auf dem Skript draufgeschrieben, ne? Ich finde das ja momentan auch hier irgendwie so geil mit dem Durchlaufen. Ich bin ja so ein bisschen für Bling Bling. Bin halt Frau für Bling Bling, ne? Und ja, ne? Wenn man dann halt hier ankommt, wenn man den Club jetzt hinretzen würde oder hinstellen würde aufs Land und so weiter und so fort. Ne? Man würde hier dann landen. So, jetzt gehen wir mal hier runter, wieder Teleport. Und dann kommt ihr hier in den Laden rein. Also ihr könnt auch, seht ihr, und der Club hier alleine würde schon an die 10.000 einmalig. Es gibt natürlich auch andere, es gibt natürlich auch ein bisschen günstigere. Ihr müsstet dann einfach mal durchschauen. Die Landmarke gebe ich natürlich unten mit bei unter dem Video, ist ganz klar. Ne? Aber wie gesagt, 'n Club aufzumachen, ist eine Heidenarbeit. Wie gesagt, die erste Arbeit ist, ihr müsst ein Land suchen, wo ein Club erlaubt ist. Dann müsstet ihr 3 Gruppen machen. Eine, wo das Land geretzt ist auf die Gruppe, dann, sagt schnell, dann, die Gruppe für DJ und Host und Dancer, eine Extragruppe und dann noch mal eine Extragruppe für Werbung, ne? Dass dann die Dancer und DJ normalerweise noch nicht immer der DJ, aber die Dancer und die Host für den DJ Werbung machen können, ne? Dass ihr dann wisst, aha, der und der legt dann auf, ne? Und da ist dann auch wieder mal so eine Werbebox, wo ich neulich in einem Video erklärt habe mit der Werbebox. Die nimmt man hierfür auch, ne? Und hier könnt ihr halt gucken, das ist für eine Viertelsim Clubs, ne? Und dann ist hier irgendwo, sie hat wieder mal umgeräumt, wie ich sehe. Na ja, gut. Äh, sie ist halt eine Frau, wie wir auch, lol, ne? So, dann gehen wir mal hier rüber. 8K Landclub, ne? Also hier findet man, ich weiß gar nicht, wie sie das macht, aber sie macht es, ich will es auch gar nicht wissen, wie sie die erstellt. Ich denke mal im Blender oder so oder anderes Programm, aber ganz ehrlich, ich will es nicht wirklich wissen, weil sie das einfach, ich finde es einfach nur geil macht. Ist halt wie der Affe auch gesagt hat, bevor er in den Apfel gebissen hat. Es ist Geschmackssache, ne? Äh, ne? Und so ist das auch hier mit den Clubs. Das ist Geschmackssache, ne? Für jedes Land ist eigentlich ein Club für da, für verschiedene Größen. 64 mal 64 und so weiter und so fort, ne? Mal gucken, was hat sie denn hier? Was ist das hier? Wieder 31 mal 45, ne? Also, wenn ihr mal, der Club ist gebaut für 31 mal 35 und kostet 1.399 Linden. Äh, also ob jetzt Club oder Sitzgelegenheit, wie auch immer, ne?
Und man kann ja auch, wie gesagt, alles einzeln kaufen, ne? Das findet ihr dann hier unten. Ich muss mich für meine Grafikkarte entschuldigen, die rätzt nicht so wirklich alles gleich, ne? Die kann nicht gleich so alles aufnehmen, also da mal ein bisschen Mimimi rauslassen. Seht ihr, hier sind die Tipschers und habt ihr nicht gesehen? So, ne? Und die alleine schon kosten 160 Linden. Also es ist, glaube ich, sinnvoller, wenn ihr wirklich dann... Ah, Bunny. Sieht schon süß aus, ne? Für Ostern. Ist ja bald, ne? Und hier ist dann nochmal extra einzeln alles, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt jetzt nur einfach, man kann sich ja auch ein kleines Land sich holen. Kann man hier durchgehen? Ich glaube eher nicht. Es ist eine Wand. Ja, nee, ist eine Wand. Ähm, und ihr holt euch ein kleines Land, macht euch Dekosachen drauf oder was auch immer, ne, mit Palmen und habt dann nicht gesehen und holt euch eventuell nur hier so eine kleine Dance-Tribüne oder so und könnt ihr ja auch machen. Ja, ihr müsst ja jetzt nicht einen großen Club machen. Aber wie gesagt, einfach mal hier so durchschlendern und durchgucken. Ne? Und hier könnt ihr euch dann die Dinger aussuchen. Ne? Also hier könnt ihr euch dann hingucken und hinretzen. Ne? Das rätseln wir jetzt mal. Und dann könnt ihr das dann austesten. Ne? Hier drauf gehen und dann Party. Ähm, ja, genau. Das macht dann automatisch. Ihr klickt dann hier unten einfach drauf und dann tut er hier äh, umändern. Ne? Halt AOs. So. Immer wichtig ist ein bisschen warten und wichtig ist die AO aus. Ne? So, was habe ich jetzt da angeklickt? Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich, dass ich mich aufsetze. Ja, das ist zum Thema. Und natürlich fällt mir gerade ein, auf das Video werde ich auch mit verlinken, Deutsches Arbeitsamt, das kommt ja noch mit hinzu. Man muss ja dann auch noch Werbung schalten für den Club, damit dann Leute darauf zukommen. Ja? In verschiedenen Gruppen. Es gibt dann deutsche Werbegruppe und so weiter und so fort. Ne? Ja, DJ-Puls. Und hier hat sie sogar neu stehen. Seht ihr? Das ist alle neu. Das hat sie alle neu gemacht. Sieht schon geil aus, in Regenbogen da oben. Ja, wie gesagt, einen Club zu haben in Second Life. Und natürlich, ne, lebt wie jedes Shopping, alles, was mit rundrum mit Shopping und hast du nicht gesehen zu tun hat, äh, liegt auch ne, an Leute. Ne? Ist wie in Real Life auch, ne? Wenn der, wenn ihr nicht einkaufen geht und im Lebensmittel, ne? Und das ist auch ein geiler Tippscher. Der ist ja auch geil. Der ist geil. Den werde ich mir vielleicht auch holen, lol. Weil der sieht geil aus. Und wie gesagt, wenn ihr nicht hingeht und nicht einkaufen gehen tut, dann kann auch kein Laden, äh, komme ich jetzt hier wieder hoch? Und dann kann auch kein Laden existieren. Ne? Und so geht das auch in Second Life.
wie sagen jetzt viele immer, Angebot und Nachfrage. Genau, so ist es. Ja? Wenn's Angebot da ist, kann auch viel nachgefragt werden. Lol, ne? Angebot und Nachfrage. So, ihr Lieben. Also, das ist zum Thema Club. Sie hat hier auch noch ein bisschen 'n Discounter, wie ihr drüben seht, ne? Ein bisschen, was sie günstiger anbietet. Und, das ist auch ein Tippshop? Ne, aber sieht geil aus. Ähm, ne? Hier hat sie dann verschiedene Sachen auch noch günstiger drinne. Macht sie jetzt neuerdings auch AO? Oder sind das Bots? Keine Ahnung. Kenne ich mich nicht so wirklich mit aus, was das ist. Ja. Sieht so aus wie Bots. Okay, da werde ich nie zugreifen, weil ich mag keine Bots. Und wichtig ist halt auch, wenn ihr im Club seid oder wollt als DJ auflegen, wirklich in einem, egal wie, oder als Dancer oder als Host, seid bitte eine halbe Stunde vor vor Beginn dann da. Ne? Also wenn es dann heißt, zum Beispiel um 16 Uhr will der DJ auflegen, dann geht ihr halt dann in der Hinsicht eine halbe Stunde vorher da, ne? Schmeißt kurz eine Werbung raus, ne? DJ sowieso, ne? Zum Beispiel in unserem Fall eventuell DJ Sandy und DJ Zippo legen das und das auf. Und wenn wir aufgelegt haben oder auch weiterhin vielleicht auch werden irgendwann mal wieder, ne, dann ist unsere Richtung so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen querbeet, aber wir haben dann immer mit 'n Mix heißt, glaube ich, das Programm, aufgelegt und unser war so immer 80er, 90er, m hin und wieder auch mal die 60er oder 70er Jahren. War auch total geil. Und natürlich geht der Kunde wie beim Verkauf auch, ne? Wir als DJ verkaufen ja in der Hinsicht ein bisschen die Musikart und wie gesagt, der Kunde ist da auch ein bisschen der König, ne? Also, ne? Natürlich sollte man es jetzt nicht arg übertreiben, aber, ne, bis dahin bleibt euch wohl, fühlt euch wohl. Ja, eure Sandy.